Ein Thema, worüber ich schon länger ein Video machen wollte, ist das Schärfen einer Ziehklinge. Wie geht das vom Grund auf und wie schärfe ich sie nach? Warum? Es ist so ein so einfaches Werkzeug, kostet nur ein paar Euro und so effektiv. Man kann alte Tischplatten damit bearbeiten, den Lack runterholen, um sie anschließend neu zu lackieren. Aber nur, wenn man weiß, wie man diese Ziehklinge scharf macht. Und am Ende des Videos habe ich noch ein Experiment, was ich auf YouTube gefunden habe. Ich werde mit brennenden Spiritus eine Lackfläche regenerieren. Kennt ihr solche Tische? Ich finde die super. Das sind die aus den 30er Jahren, Ausziehtische. Hier Einlegeplatte, zwei Ausziehplatten, reicht immer für eine kleine Feier. Die sind aus Massivholz, schönes, stabiles Material, oft auch gut von der Qualität, von der Holzauswahl. Dann sehen die so aus. Man benutzt die einfach. Und ich finde, dafür, dass die fast 100 Jahre alt sind und im täglichen Gebrauch sind, super. Das ist hier wahrscheinlich ein Küchentisch. Eigentlich waren das ja mal Wohnzimmertische. Meine Oma legte immer eine Decke drauf und dann am besten noch eine Plastikdecke drüber, wenn dann Gäste kamen, dass ja kein Fleck drauf kam. So. Diese Zeiten waren einmal. Und so sieht er natürlich nicht schön aus, aber die Qualität und die Höhe und die Stabilität von diesen Dingern sind einfach so gut. Hier soll eine neue Oberfläche rauf. Was mache ich? Ich nehme mir meine Ziehklinge und ziehe den Schmauch, der hier drauf ist, also den Lackrest und die Ablagerungen von Fett und solchen Dingen erstmal runter. Und dann sieht der Lack eben so aus, wie er aussieht. Der war nicht für so eine Belastung gemacht, ohne Untersetzer und feucht abwischen jeden Tag. Dafür waren die nicht gedacht. Diese Ziehklingen von Stanley kann man sich auch besorgen. Wer jetzt das Schärfen so einer Ziehklinge scheut. Ja, und hier kommt dann wieder ein Shellac drauf. Und ich habe das mal einem Kunden zum Testen gegeben. Der hat 4 Wochen lang ein Brett auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, er soll seine Töpfe draufstellen, seine warmen Kaffeekannen und was auch immer. Und der war sehr zufrieden mit der Haltbarkeit des Lackes. Wenn ich über die Kante ziehe, dann halte ich die Skiklinge, dann halte ich die Ziehklinge immer ein bisschen schräg, dass ich nicht so ich zeige es mal hier. Dann halte ich die Ziehklinge mal ein bisschen schräg, sodass ich nicht so runterfalle, also wie bei dem hier, sondern immer so. Dann ist immer ein Teil auf der Platte, der noch eine Führung hat. Und die ist schon wieder ein bisschen stumpf. Nochmal nachschärfen. Das heißt, ich biege den Grat erst wieder zurück auf die schmale Kante. Das mache ich an allen 4 Seiten. Und dann hole ich ihn mir wieder hoch. So, da muss man wirklich gut Kraft aufwenden. Das kann man so 3-4 Mal machen. Ja, man merkt es.
Gut, ich glaube, das ist so die Qualität, die ich erreichen kann bei dem Zustand. Ich gehe nochmal mit einem 180er Schleifklotz kurz drüber. Auch für die Kanten. Jetzt noch die Kante bearbeiten. Ja, und mehr mache ich hier schon gar nicht. Moment, warten, bis sich das alles wieder gesetzt hat. Das ist herrlich, die Märzsonne. Gut, was mir bei diesem Küchentisch sinnvoll erscheint, ist vorher nochmal ein Reinigen mit Aceton. Bei dem wenig vorhandenen Lackflächen und der Nutzung in der Küche ist es nochmal gut, so Fett runterzunehmen. Gerne die Fläche nochmal entfetten, bevor man hier einen neuen Lack raufbringt. Was haben wir hier? Hard Top Polish Natural. Früher hieß es Tabletop, Firma Borma. Ich kaufe das bei der Firma Harnisch. Ist keine bezahlte Werbung. Wie gesagt, die genaue Zusammensetzung dieses Lackes kenne ich leider nicht. Das wollen sie nicht verraten. Was ich herausgefunden habe, ist, dass es ein Shellac ist mit Nitrolackanteilen. Zu wie viel Anteilen? Keine Ahnung. Er lässt sich mäßig gut polieren. Das ist nicht so, ist anders als mit einem reinen Shellac oder mit Naturharzen. Vielleicht bietet mir die Firma Harnisch ja auch mal einen Polierkurs an. Ich glaube, ich schicke denen mal dieses Video. Falls sich das der eine oder andere schon mal gefragt haben sollte. Der Ansatz ist, da ich wie gesagt keine Lehrlinge ausbilde, alleine ist das Wahnsinn, also kann man gar nicht leisten. Und ich möchte aber nicht, dass so diese ganzen Tricks, die man sich angeeignet hat, so mir nichts, dir nichts, dann verloren gehen. Daher die Idee, diese Videos zu machen. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo ist er denn? Na, kein Faden hier. Gut, vielleicht war es auch nur einfach Geräte. Trocknen lassen. Ziehklinge schärfen. Ich erzähle das so, wie es mir mein Opa beigebracht hat. Also es ist quasi Wissen von 1930 ungefähr. Und zwar, erstes brauchst du eine Feile und die lege ich mir auf meine Werkbank und nehme mir eine Leiste. Und jetzt kommt es ein bisschen näher. Ich packe das mal hier hinter, damit man es besser sieht. Die liegt hier vorne am Griff auf der Hobelbank und dann liegt sie auf diesen beiden Punkten auf, also komplett, die kippelt nicht. Damit habe ich gewährleistet, dass ich hier einen rechten Winkel habe zwischen Feile und der Kante und die brauche ich nachher. Also diese Höhe, diese Feile, diese Leiste, die brauche ich, um meine Ziehklinge hier vorne auf Höhe richtig einzuspannen. Und das geht so. Die Leiste nehme ich hier, meine Ziehklinge hier, ich spanne die hier ein. So, kann ich viel fummeln, auf Höhe geklopft. Dann hatte ich das ja kontrolliert
Wenn ich die Leiste nehme, habe ich hier diesen rechten Winkel. Jetzt kommt die Leiste weg. Und dann kann ich mit meiner Feile ganz bequem hier drüber gehen. Und eine rechtwinklige Kante auf diese schmale Fläche anfeilen. Das muss man nicht bei jedem Mal machen, aber ich habe die jetzt schon so oft geschärft, die Ziehklingen, also immer den Grat wieder rangebogen. Jetzt muss mal eine grundsätzliche Neuaufbau des Grates stattfinden. Und das mache ich, bis jetzt von oben auf der Ziehklinge so eine schöne Fläche zu sehen ist. Gut, also die wir noch nicht bearbeitet haben, einspannen. Jetzt wird die Ziehklinge abgezogen. Wir haben ja darauf geachtet, dass wir jetzt hier eine rechtwinklige Kante angefeilt haben. Das wollen wir jetzt nicht beim Abziehen verderben, indem wir das irgendwie so schräg drauf halten, sondern man kann sich einfach den Ziehklingenstein an der Kante nutzen, schraubt sich hier so eine kleine Leiste ran als Verlängerung, legt die Ziehklinge hier flach auf und nutzt einfach die Seite des Abziehsteins nur für die Ziehklinge zum Abziehen. Das hat auch den Vorteil, wenn eine Rille entsteht, habe ich 4 Möglichkeiten. Ich drehe ihn um, kann hier weiterziehen und kann ihn auch nochmal wenden. Und wenn die 4 Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann ziehe ich den ganzen Stein auf den Kanten wieder ab und habe wieder eine gerade Fläche. Also damit kommen wir schon ein ganz schönes Stück hin und können viele Ziehklingen schärfen. Jetzt geht es los. So, ich führe also die Ziehklinge hier an der Kante entlang mit einem leichten Druck und schleife hiermit alle Riefen von der Feile raus. Dabei entsteht ein Grat. Den nehme ich hier oben wieder weg. Hier oben wird der Grat abgezogen. Das wird jetzt wieder blank. Dann sehe ich also, wo ich jetzt überall schon war mit meinen Abziehen. So. Damit poliere ich die Fläche hier, nehme alle Hiebe raus von der Feile und hier entsteht ein Grat oben und unten. Den Grat nehme ich hier wieder weg. Und das mache ich dann mit beiden Seiten von der Ziehklinge. So, jetzt ist er wieder weg. Kontrollieren, hier kann ich es jetzt nicht spüren. Wie gesagt, damit ihr nicht immer auf derselben Rille
abfeilt. Ihr könnt den Stein, na, hier sieht man das. Und das muss man natürlich kontrollieren, das darf nicht zu tief werden. Hier ist es eigentlich ganz super gut, im guten Bereich. Man kann den umdrehen. So. Gut, der ist jetzt schon sehr fein. Das heißt, ich mache jetzt noch die andere Seite und dann gehen wir auf den nächsten feineren Stein über. Und dann wird das Ganze alles nochmal weiter poliert. Jetzt geht es ans Polieren. Ich führe die Ziehklinge wieder auf den Tisch gegen den Schleifstein. Ich biege den Draht quasi wieder hin und her und dann bricht er ab. So, damit entsteht hier langsam eine glänzende Metallkante und die wollen wir genau haben. Eine rechtwinklige Kante, wo wir dann mit dem Eisen wieder den Grat andrücken können. Aber noch bin ich nicht zufrieden, denn hier kommt es wirklich darauf an, spiegelblank zu polieren, die Kante, damit keine Riefen den angedrückten Grat unterbrechen, und diese Riefen würden mir dann wieder eine Riefe in meine Oberfläche ziehen. Also ich will wirklich einen ebenmäßigen Grat nachher haben, der nicht durch irgendwelche kleinen Hacker unterbrochen ist. Und das muss ich gewährleisten in der Vorbereitung hier. Deshalb ist hier, also hier in dem Schleifen liegt quasi die ganze Kunst, ob der Grat nachher gut ist oder nicht. Und ich dachte schon, es ist dir langweilig geworden. So, und zum Schluss kommt der Wasserstein dran. Oh, das riecht gut. So, damit hätten wir die Kante schon mal hergestellt, rechtwinklig und gut poliert. Und jetzt kann man damit den Grat anziehen, aber vorher gibt es den Kaffee. Das ist ein Ziehklingenstahl. Er ist gehärtet und sieht aus wie eine Dreiecksfeile, ist halt aber an allen Ecken und Kanten glatt. Und damit gehe ich einmal flach über meine Ziehklinge. Ich mache gleich alle Seiten nacheinander. So, man kann jetzt schon so leicht ankippen, damit wir zur Kante hin das Material mehr verdichten. Damit wird auf der Kante das Material schon ein bisschen gestaucht. Damit bereiten wir quasi die Welle vor, die wir nachher zurückbiegen. So. Und jetzt wird die Kante, ich lege sie mir hier gegen den Bankhaken und ziehe mit dem Stahl, ich zeige es einmal ohne Druck, in dieser Schräghaltung von unten nach oben ziehe ich den Stahl hier rüber und damit drücke ich mir den Grat an. So, und jetzt geht es mit Kraft. Und jetzt spürt man hier den Grat. Das kann ich leider nicht wirklich zeigen, aber der Unterschied hier ist glatt,
Hier ist der Grat angezogen. Nochmal das Ganze. So. Richtig mit der ganzen Kraft, die man so aufbringen kann auf diesem kleinen Stahl. Da ist es wieder soweit. Meine Ziehklinge ist mir stumpf geworden. Also sie hat noch ein bisschen Grat, aber sie zieht nicht mehr richtig. Jetzt muss ich sie nicht wieder komplett abfeilen, sondern ich mache Folgendes. Ich drücke den Grat mit dem Zieklingstahl wieder vorsichtig zurück. Dreimal kann man das schon gut machen. Zur Kante drücken. Und jetzt kann ich ihn mir wieder von dort hochholen. Ja, das ist so eine kraftvolle Sache. Es wird natürlich auch immer ein bisschen weniger mit jedem Mal, wie ich ihn hochhole. Einen habe ich noch. Hätte ich fast vergessen, und zwar das Vorstellen der Lackziehklinge. Das ist eine ganz andere Ziehklinge, wie die ich gezeigt habe, die man schärfen kann. Und zwar, diese Ziehklingen haben beidseitig eine gehärtete Kante, die sind ganz glatt. Man kann sie sich, man kann sich nicht mit rasieren, die sind eben ganz sanft und dient dazu, die kleinen Unebenheiten, die kleinen Pickel, die auf der Oberfläche nach einer Lackierung entstehen können, abzustoßen. Und das hat den Vorteil gegenüber Schleifpapier, man entwickelt keinen neuen Staub, sondern wirklich nur an der Stelle wird diese Unebenheit abgestoßen. Es funktioniert gut, ich benutze sie sehr gerne und auch schon sehr lange. Wenn noch Fragen zur Lackziehklinge sind, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie auch unten verlinken, damit man sie sich nochmal angucken kann. Ja, mein Kaffee ist alle. Ich brauche neuen. Hier sieht man, wie ich nach der zweiten Lackierung die kleinen Pickel, die sich immer noch auf der Oberfläche gebildet haben, wieder abstoße mit der Lackziehklinge. Und das ist quasi der Arbeitsschritt des Zwischenschliffes, wie man es klassisch im Lehrbuch findet. Nur dass ich hier eben nicht schleife, damit keinen Staub wieder in die Poren der Lackierung einbringe und trotzdem eine ebene, glatte Oberfläche erhalte. Jetzt wird zum dritten Mal lackiert. In dem Arbeitsschritt bearbeite ich noch die Auszugsplatten des Tisches. Die werden in gleicher Weise wie die Tischplatte bearbeitet. Der Lack wird abgezogen, kurz zwischengeschliffen mit einem Sandpapier. Dann werden sie lackiert und auch wieder mit der Lackziehklinge bearbeitet. Das nur zur Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass der Tisch auch zwei Auszugsplatten hatte. Erstes lackiert, hier die zweite. Alle, die bis hierhin noch an Bord sind, dann hat euch das Thema wirklich interessiert. Mir lag es am Herzen zu zeigen, wie ich es gelernt bekommen habe, eine Ziehklinge zu schärfen. Denn man kann es sich zwar erlesen, aber es ist immer was anderes, wenn man sieht oder gezeigt bekommt. Und ich finde, gerade beim Ziehklingenschärfen ist es nicht so einfach, sich das aus einem Buch herauszunehmen. Deshalb schön, dass ihr noch da seid. Jetzt war der Fall so, ich hatte die Tischplatten fertig, wahrscheinlich etwas zu früh ausgeliefert. Der Lack war nicht ganz durchgehärtet. Wen es jetzt noch interessiert, ich habe die Dinger wiedergekriegt mit einem Haufen Wasserflecken drauf, also die Ränder von diesen schönen warmen Kaffeetassen, ja.
Und zum anderen, meine Freundin fragte mich neulich, was für mich Liebe ist. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Dinge, aber eine Geste, die finde ich besonders schön. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob es euch auch so geht. Wenn du beim Arbeiten bist und dann kommt sie rein, einfach so mit einem heißen Kaffee und der Raum duftet sofort nach Kaffee und sagt, habe ich für dich gemacht, mach mal Pause. Wir sollten alle einfach mal öfter Kaffee trinken und uns auch gegenseitig öfter mal einen Kaffee machen. Dann wäre die Welt viel friedlicher. Jetzt geht's weiter mit dem Rest des Videos. Dort habe ich mal einen Trick ausprobiert, den ich selber auf YouTube gesehen habe. Ihr werdet es gleich sehen, hat viel mit Feuer und Wärme zu tun. Jetzt wird die mit Wasserflecken beschädigte Lackierung mit Spiritus eingesprüht. Richtig satt, dass der Spiritus drauf steht. Das löst die Oberfläche des Lackes an. Jetzt zünde ich den Spiritus an, stehe mit meiner Löschdecke bereit. Und durch die Wärme, die jetzt entsteht, die geht ja nach oben weg, wird die obere Schicht des frischen Lackes, der ist ja jetzt noch nicht alt, wieder weich und ich kann ihn im Anschluss mit Stahlwolle und Spiritus ganz leicht wieder anpolieren, einpolieren und somit die Wasserflecken wieder rückgängig machen. Und hier wird nun die so vorbehandelte Lackierung wieder mit Stahlwolle und Spiritus reaktiviert, sage ich mal. Ich nehme die Wasserflecken raus. Wir haben uns mit der Kundin vorher geeinigt, dass die Tischplatte jetzt nicht mehr so eine glänzende Oberfläche kriegt, sondern weil sie im täglichen Gebrauch ist, eine matte. Deshalb mattiere ich das quasi mit der Stahlwolle nochmal. Ich habe danach bin einmal mit dem Ballen nochmal drüber gegangen, sodass ich noch einen Abschluss hatte. Das war's. Mal wieder. Bis zum nächsten Video in circa 4 Wochen. Bis dahin. Kaffee trinken.